Hallo, hallo. Ja, die Stempelsets habe ich da auf der Kreativmesse in Bielefeld mir heute gekauft. Da gab es einen Viva Decor Stand und ich zeige sie. Das ist das erste Set. Richtig cool. Und da gab es so eine Aktion. 4 Teile, 10 Euro bei den Stempeln. Ne? Und da, ja, musste ich zuschlagen. War das schon so eine Sache, die Qual der Wahl, ne? Aber echt schöne Stempelsets. Ja, da kontrolliere ich nochmal. So, hole sie raus. Werde sie dann auch nochmal demnächst auch abstempeln, testen. Das Set zeige ich dann, habe ich schon jetzt heute getestet, abgestempelt meine ich. Ja, echt cool, ne? Ist da lustig. Auch so eins. Guckt mal, solche Tags. Finde ich auch echt schön. Hier, dieses ist so süß. Thematisch, ne? Ist schön zur Geburt und hat mir auch sehr gefallen. Doch, es war echt schön. Hat Spaß gemacht. Die Kreativmesse da ist nicht groß, aber da sind schon einige Stände, richtig gute, auch interessante Sachen, auch neue Sachen habe ich da für mich entdeckt. War echt schön. Ja, dieses Stempelset habe ich zweimal gekauft. Ist eine andere Verpackung, die Artikelnummer ist anders. Jetzt hatte ich da ein bisschen verglichen, was da auf den anderen steht. Und das habe ich auch zweimal gekauft, deswegen habe ich mir 3 Sets geholt, 3 4-Packs. Ne? Ja, schon eine Menge, aber echt klasse. Preis ist echt unschlagbar. Ja, und so Hintergründe, Stempel sind sehr gefragt und da universell auch einsetzbar, ne? Und da, guck mal, ja, gab es auch einiges, auch Weihnachtliches noch, dachte ich, ja, dann kann das mit, dieses Set ist auch echt schön, ne? War echt schwer, sich so entscheiden, ne? Ja, weil man hat ja schon, aber trotzdem, die sind echt schön, von Viva Decor mag ich. Auch dieses Set habe ich mitgenommen. Das sind so Basics, ne? Auch schön. Ja, genau, diese 2 habe ich doppelt gekauft. Ja, genau, das sind diese ganze Stempelsets von Viva Decor, die ich mir gekauft habe. Und jetzt kommt noch mein Test von den Monster. Genau, ist lustig, ne? Ja, zum Ausmalen dann. Finde ich so ein besonderes Set. Auch für Party. Kann man ja sogar Watercolor damit machen, ne?
Genau, sind ja neu und die Farbe, die legt sich echt so schwierig drauf, ne? Aber doch, haben sich gut abstempeln lassen. Sind ja lustig. Die lösen sich so schwer von der Folie ab, weil die sind noch neu, ne, und unbenutzt sozusagen. Ja, musste ich ganz vorsichtig, das soll man ja immer vorsichtig machen, dass die nicht reißen. Das sind ja Silikonstempel, ne? Und deswegen habe ich da aufgepasst. Ja, dass man länger damit noch Freude hat, soll man das dann auch noch beachten. Echt. Sind ja so lustig, ne? Und ja, die werden dann demnächst noch ausgemalt. Mal schauen. Ich habe mich schon gefreut, dass bei uns in der Nähe eine Messe stattfindet, ne? Hoffentlich, es wird immer wieder dann dazu kommen, dass auch mir Teilnehmer kommen. Ist auch schön, ne? Ja, und muss man nicht irgendwo hinfahren und man keine Lust dann hat, aber so, wenn es dann schon so nah stattfindet, ne? Direkt, ja, so halbe Stunde Fahrt ist doch okay, ne? Und auch so, weil es nicht so groß war, obwohl, ja doch, es gab's genug eigentlich. Es war so entspannt, ne? Man hat nicht so einen riesigen Stress, weil man nicht so viel auch schauen muss, ne? Obwohl riesig ist auch gut, ne? Aber so hat mir echt Spaß gemacht, dachte ich, oh, ich war echt froh, dass ich da hingefahren bin, doch. Bin Vormittag, ja, so zum Eröffnen sind wir dahin und meine Enkelin ist mitgekommen, habe mich auch gefreut, dachte ich, das ist doch schön. Sie hatte da auch Spaß, das war für sie so alles so interessant. Ja, dachte ich, ist doch auch so eine Inspiration, auch so Anregungen holen, ne? Und mal diese Atmosphäre so genießen. Kreativität und alles, ne? Es ist schon echt eine Welt, ne? Deswegen war ich echt glücklich, dass das bei uns da in der Nähe sowas wieder kommt. Ja, so ihr Lieben, dann war's das. Danke fürs Zuschauen.